Einfach sitzen, einfach stehen, einfach fahren. Einfach genießen. Das ist es. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Straff in Zeit. Dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Einfach sitzen. Einfach mal nur sitzen. Und nicht noch irgendwas anderes machen oder machen wollen, an 1000 andere Dinge zu denken oder immer schon 3 Schritte irgendwie weiter zu sein als bei dem Schritt, den du jetzt gerade tatsächlich gehst. Darum soll es heute gehen. Und passend dazu sitze ich gerade am Simsee. Am Simsee in Bayern oder bei Rosenheim. Und ja, nehme dir jetzt hier gerade mal diese Podcast-Folge auf. Nicht wie gewohnt, schön zu Hause mit Studio und irgendwie mit dem neuen Mikro, dass die Tonqualität optimal ist, sondern ich nehme das jetzt hier gerade mit dem Kameramikro auf und ja, hab's gerade irgendwie gefühlt, dir jetzt hier diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil die Energie irgendwie gerade am authentischsten ist, weil ich gerade einfach hier nur sitze und ich habe diese Folge eigentlich gar nicht geplant und wollte dir jetzt auch gerade eigentlich gar nicht so dieses Video hier aufnehmen. Doch irgendwie ist mir gerade so dieser Gedanke gekommen oder ich habe mich einfach gerade danach gefühlt, dir diese Folge aufzunehmen, weil, wie gesagt, ich sitze hier gerade einfach und habe das in den letzten 2-3 Tagen auch wieder so gemerkt, wie gut das tut, einfach nur zu sitzen, beziehungsweise einfach zu gehen, zu stehen, zu liegen, einfach nur die Sache zu tun, die du gerade tust und nichts anderes. Dass du nicht ständig diesem Drang nachkommst, noch andere Dinge zu machen. Oder diese Idee von Multitasking, dass wir irgendwie denken, okay, Multitasking ist was super, super Cooles. Wenn ich parallel noch viele andere Dinge irgendwie machen kann, dann ist das doch mega cool. So, dann bin ich produktiver, weil ich gleichzeitig irgendwie sitze, stehe oder gehe und aber auch noch andere Dinge gleichzeitig machen kann. Beispielsweise beim Arbeiten irgendwie, dass du 2-3 Dinge parallel machst und so das Gefühl hast, du bist viel produktiver, weil du Multitasking betreibst. Doch meiner Meinung nach ist das eine komplette Illusion, weil wenn du 2-3 Dinge gleichzeitig machst, dann werden diese 2-3 Dinge nicht gut. Dann wird noch nicht mal eine Sache davon richtig gut. Beziehungsweise du kannst dann nicht dein volles Potenzial in wenigstens einer dieser Sachen ausschöpfen. Das heißt, wenn du immer irgendwie 2-3 Sachen parallel machst, dann leidet mindestens eine Sache darunter. Meistens sogar alle 2-3 Dinge, die du tust. Und was ich dir damit sagen möchte, dass es viel effektiver ist und viel produktiver ist, wenn du dich nur auf eine dieser Sachen konzentrierst und eine Sache tust und dann die anderen beiden Dinge. Dass du die nacheinander abarbeitest und nicht gleichzeitig. Weil wenn du irgendwas gleichzeitig machst, wie gesagt, dann leidet mindestens eine der Sachen, die du tust, genau darunter und meistens wird keins der Dinge, die du tust, wirklich gut. Wenn du das anders siehst, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, dann teil das mal sehr gerne. Und was ich so gemerkt habe, wenn wir... Oh, kommt hier gerade ein Vogel aus dem Gebüsch gestürmt. Wie gesagt, ich sitze hier gerade am See, ist eine ziemlich spontane Aktion. Und wenn hier zwischendurch mal so ein paar Vogelgeräusche drin sind oder ein paar Enten hier irgendwie umherschwirren, dann wunder dich nicht, das kann sehr, sehr gut sein, dass das mal passiert. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn du so multitasking-mäßig unterwegs bist, dann bekommst du das meistens gar nicht mit, dass eine der Sachen nicht wirklich gut funktioniert, weil du ja irgendwie denkst, okay, ich mache 2-3 Sachen parallel und du bist dann so diesen Standard gewöhnt. Das heißt,
diese 2, 3 Sachen, die schaffst du ja dann auch irgendwie. Doch du weißt ja gar nicht, was du in einer dieser Sachen erreichen könntest, wenn du nur diese eine Sache machst. Weißt du, was ich meine? Wie gut du auf einmal in diesem einen Bereich sein könntest, wenn du nicht noch 2, 3 andere Sachen parallel im Kopf hast, mit denen du dich beschäftigst. Und das Ergebnis, was du in dieser einen Sache dann erzielen würdest, nochmal um mindestens ein Level höher wäre. Und du gleichzeitig auch entspannter damit umgehen könntest. Vielleicht weißt du ganz genau, was ich meine, dass du dich nicht ständig noch irgendwie damit stresst. Beispielsweise auf der Arbeit irgendwie. Du sitzt dann da, machst eine Aufgabe, hast aber parallel noch 2, 3 andere Aufgaben im Kopf, die auch noch bearbeitet werden müssen und wo du dir dann noch mal kurz eben so Notizen zu machst. So, diese Notizen, die du dir zu den anderen Aufgaben machst, die reißen dich aber aus der Aufgabe raus, die du jetzt gerade erfüllst. Und so schwimmst du immer zwischen diesen 2, 3 Bereichen hin und her und kommst aber immer wieder aus deinem Workflow raus. Kommst immer wieder aus deinem Thema raus, wo du dich jetzt gerade eigentlich drin vertiefen könntest. Das heißt, diese ganze Kreativität, die du eigentlich in dir hast, die wird dadurch komplett blockiert. Was ich dir da als Impuls mitgeben möchte, dass du mal versuchst, dich wirklich nur einer Sache davon zu widmen. Und immer wenn du so den Impuls spürst, okay, jetzt könnte ich aber noch mal was dazu machen, dann widersteh den Impuls und mach diese eine Sache erst zu Ende. Beziehungsweise unterteil dir das wirklich, dass du dir diese Timeslots dann entsprechend aufteilst und nicht zwischendurch immer hin und her springst, weil damit blockierst du dich selber in dem Potenzial, was eigentlich in dir steckt. Das ist ein Gedanke, den ich dir dazu gerne teilen möchte, zum Thema Effektivität und Produktivität, dass wir uns das selber ganz gerne mal schönreden und diese wirkliche Produktivität oder die Leistung auch ganz gerne mal übersehen. Und noch ein Punkt, der mir dazu einfällt, ich beobachte hier gerade 3 Enten, die ganz entspannt hier im Wasser herpaddeln. Irgendwie ist das cool, die Podcast-Folgen so aufzunehmen. Ich glaube, das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal öfter machen, weil ich das irgendwie sehr fühle. Einfach so zu sitzen und mich ein bisschen mit dir zu unterhalten. Deswegen, ich freue mich total, dass du hier bist und diesen Moment hier gerade mit mir teilst. Aber zu dem Punkt, den ich gerade eigentlich auf den ich eigentlich eingehen wollte, zu dem Thema einfach sitzen, wenn du wirklich nur eine Sache tust, einmal Produktivität, Effektivität, dass du wirklich deine Leistung, dein Potenzial abrufen kannst. Und was ich persönlich noch wichtiger finde, dass du dich wirklich nur auf diese eine Sache konzentrierst und dich einfach auch wohler fühlst. Dass du wirklich nur in diesem Moment sein kannst und diesen Moment auch voll genießen kannst. Und nicht ständig mit den Gedanken und mit deinen Anforderungen noch irgendwo anders bist und gar nicht wirklich hier sein kannst. Das ist mir in den letzten Tagen auch nochmal krass bewusst geworden. Und das schließt auch irgendwie so ein bisschen an die Themen an, die wir in den letzten 2 Wochen besprochen haben zum Thema Gedankenkarussell und was mache ich, wenn meine Gedanken die ganze Zeit hin und her springen und mich irgendwie immer weiter runterziehen und ich da nicht so wirklich gut rauskomme. Das hilft unter anderem auch, dass du dich wirklich nur auf eine Sache konzentrierst. Und das ist ja auch so ein bisschen die Intention von Meditation oder Achtsamkeitsübung, dass du im jetzigen Moment ankommst und dir der Atmung beispielsweise bewusst wirst. Oder, deswegen nehme ich dir jetzt auch gerade diese Podcast-Folge auf, wenn ich jetzt hier am See sitze, dann sitze ich einfach nur hier am See. Lass mir ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen, hör dem Vogelgezwitscher zu, genieß einfach die kalte, kühle und frische Luft, die hier gerade durch meine Lungen strömt. Und nimm diese Kulisse einfach in mir auf. Und denk dann jetzt nicht die ganze Zeit schon wieder daran, okay, dann
nachher zurück nach Hause, Podcast-Folge schneiden, Video schneiden und bam, 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 das machen, nachher noch ein Coaching-Call, sondern ich versuche mich dann wirklich genau auf diesen Moment einzulassen. Und ich versuche das nicht nur, sondern ich mache das dann auch. Also ich bin dann einfach, also das ist mal leichter gesagt als getan. Wie gesagt, wir haben das ja letzte Woche auch besprochen zum Thema Theorie und Praxis. Doch wenn du dich immer wieder daran erinnerst, dann tut das wirklich sehr gut und dann schaffst du das auch. Und ich bin mir sicher, dass du das auch kannst, dass du das auch schaffst. Und das ist meine Einladung an dich. Wenn du draußen in der Natur bist und an schönen Orten bist, begib dich an schöne Orte. Du hast locker 1, 2, vielleicht auch mehrere schöne Orte in deiner Umgebung. Dann ist das jetzt eine Aufgabe. Das ist jetzt meine Hausaufgabe für dich, für diese Woche. Begib dich an diese Orte. Begib dich an diese Orte und sei nur da. Einfach sitzen. Einfach mal an diesen Orten sitzen, stehen, liegen oder gehen. Und tu nur das. Sitz nur da und guck dir diese Kulisse an. Lass das einfach mal auf dich wirken. Bespiel deine ganzen Sinne. Was siehst du? Nimm das in dir auf. Jedes kleine Detail. Auch wenn du an Orte gehst, die du vorher schon öfter besucht hast, dann versuch diese Orte mal neu zu entdecken. Versuch mal, Dinge zu sehen, die du vorher nie so gesehen hast. Dass du auf neue Dinge achtest, neue Details wahrnimmst und diesen Ort irgendwie wieder neu kennenlernst. Das ist total geil. Gleichzeitig, was hörst du? Bei dem Hören auch wieder so eine kleine Achtsamkeitsübung für dich, die du gerne mal ausprobieren kannst, was ich immer ganz gerne mache, dass du entweder die Augen schließt oder offen lässt und dann konzentrierst du dich darauf, dass du das Geräusch wahrnimmst, was gerade am leisesten ist. Also nicht irgendwie auf den Vogel achten, der am lautesten zwitschert, sondern versuch, den Vogel rauszuhören, der am leisesten zwitschert. Und das ist eine schöne Aufgabe, wo du dich richtig drin vertiefen kannst. Was kannst du riechen? Spür mal die Luft, spür vielleicht die Sonne im Gesicht und komm wirklich genau an diesem Ort an. Komm voll in diesem Moment an und tu nur diese eine Sache. Und das hat nichts mit dem Beispiel zu tun, was wir gerade besprochen haben zum Thema Effektivität, Produktivität auf der Arbeit irgendwie, sondern das hat wirklich nur mit deinem persönlichen Glück zu tun. Mit deiner persönlichen Zufriedenheit, mit deiner inneren Ruhe, mit deiner Gelassenheit, wenn du an solchen wunderschönen Orten bist und auch wirklich an diesen Orten anwesend bist. Physisch und psychisch. Dass du mit deinem Körper und mit deinem Geist anwesend bist. Und nicht, wie wir uns das selber irgendwie mal beibringen, wenn wir irgendwo sind, dann denken wir schon wieder an was anderes und können gar nicht an diesem Ort anwesend sein, weil wir eigentlich gedanklich schon wieder woanders anwesend sind. Und darauf haben wir uns trainiert. Kleines Beispiel, wenn wir... Der Vogel macht hier Radau, aber Junge. Okay. Ja, das ist die Impro-Folge. Ich liebe solche Freestyle-Folgen. Das ist einfach schön. Okay, zurück zum Thema. Wo waren wir? Wenn du zu Hause bist. Wenn du zu Hause bist, dann denkst du daran, wie es ist, im Urlaub zu sein. Das heißt, du bist körperlich bei dir zu Hause anwesend oder auf der Arbeit. Gedanklich bist du im Urlaub anwesend. Wenn du dann im Urlaub bist, dann bist du körperlich im Urlaub anwesend und gedanklich denkst du schon wieder daran, oh, nächste Woche habe ich das und das Meeting und muss das und das noch erledigen. Wenn ich zu Hause bin, muss ich wieder einkaufen und das steht an, die Termine stehen an. Das heißt, du bist gedanklich wieder zu Hause anwesend. Und das funktioniert oder das machen wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Mit dem Urlaub ist jetzt nur ein Beispiel. Doch der Punkt ist, dass du körperlich an einem bestimmten Punkt bist, gedanklich, aber meistens an einem anderen. Und darauf haben wir uns trainiert. Und das ist unsere Aufgabe, das wieder zusammenzubringen. Dass wir körperlich und geistig am gleichen Ort anwesend sind. Und voll ankommen. Und das in dem Zuge dann auch wesentlich besser genießen können, in uns aufnehmen können. Das ist mir in den letzten Tagen auch wieder bewusst geworden, beziehungsweise auch sehr stark gestern. Ich war gestern
eine Runde Skifahren. Und vielleicht hast du das in der Story auch gesehen. Es war herrlich. Es war ein richtiger Traumtag. Also richtig, richtig schön. Richtig Kaiserwetter mit blauem Himmel und eiskalt. So -5, -10 Grad. Neuschnee. Also richtig, richtig cool. Ja, leichten Sonnenbrand irgendwie auf der Nase auch. Aber ich glaube, das war nicht so krass. Hoffentlich. Wenn nicht, ist auch egal. Zurück zum Thema. Skifahren. Dass ich gestern wieder so richtig gemerkt habe, was das für einen Unterschied macht. Wenn du oder wenn ich körperlich und geistig am gleichen Ort anwesend bin. Dass ich das alles genieße. Dass ich die Gondelfahrt hoch genieße. Dass ich die einzelnen Liftfahrten genieße. Dass ich die Abfahrten natürlich genieße, wenn ich dann fahre. Wenn ich zwischendurch mal stehe, anhalte und das Panorama genieße. Genau jetzt wie hier am See zu sitzen und das Panorama zu genießen. Ist heute irgendwie ein bisschen diesig, das heißt, die Berge im Hintergrund sieht man nur so ganz leicht als Kontur. Doch die Sonne scheint. Und auch gestern wieder. Wenn ich dann auf der Piste bin und Ski fahre, dann bin ich nur da. Dann fahre ich Ski. Dann bin ich nicht gedanklich schon wieder im Lift und fahre die nächste Abfahrt dann hoch, sondern ich bin nur da. Umgekehrt genauso. Wenn ich im Lift sitze, dann bin ich im Lift und genieße einfach dieses Panorama. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht fährst du selber auch Ski, Snowboard oder was auch immer. Und du fährst dann immer schön im Sessellift hoch. Und ich finde das geil. So, ich feiere auch Liftfahrten, wenn du dann im Lift hochfährst und einfach dieses atemberaubende Panorama hast. Ich sitze dann immer wie so ein kleines Kind im Lift und drehe mich um, gucke die ganze Zeit immer so, okay, boah, krass, geil, noch ein Panoramablick, 360 Grad, geiles Panorama. Ich meine, du wirst da hochkutschiert in deiner Liftkutsche und kannst einfach nur sitzen. Da sind wir wieder beim Thema. Du kannst einfach nur da sitzen. Folge heißt auf jeden Fall einfach sitzen. Also das ist fix. Das ist auf jeden Fall klar. Einfach sitzen. Einfach sitzen. Das ist der Folgentitel, auf jeden Fall. Du kannst einfach da sitzen. Guckst dich um, genießt es und bist nur da. Dann steigst du aus dem Lift aus, hältst vielleicht oben noch mal kurz an und genießt das Panorama. Einfach stehen. Stehst einfach. Ja, einfach stehen. Und dann fährst du die Abfahrt. Einfach fahren. Einfach sitzen, einfach stehen, einfach fahren. Einfach genießen. Das ist es. Das ist es. Einfach stehen, einfach sitzen, einfach fahren, einfach genießen. Das trifft's perfekt. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit nur bei dem, was du gerade tust. Das habe ich gestern wieder krass gemerkt. Und in dem Zusammenhang auch, was das für einen Unterschied macht. Weil früher war das so, dass ich beim Skifahren das auch alles krass genossen habe. Und gleichzeitig gedanklich aber immer schon einen Schritt weiter war. Das heißt, im Lift war ich bei der Abfahrt. Bei der Abfahrt war ich fast wieder im Lift. Und dann auch wieder weiter bei dem nächsten Kaiserschmarrn, bei dem nächsten Drink, bei der nächsten Gondelfahrt und immer wieder hin und her. Welche Piste fahre ich gleich? So nach dem Motto. Und gestern war ich einfach wirklich extrem, extrem dankbar, dass ich überhaupt Skifahren konnte und durfte. Weil ich jetzt 3 Jahre Pause gemacht habe, weil das ja mit dem Rücken nicht so wirklich ging. Und ich merke es auch heute wieder, aber das war es auf jeden Fall wert. Und es ging auch gestern echt gut. Und da war ich einfach die ganze Zeit extrem dankbar, weil ich mir so gedacht habe, boah krass, ich kann endlich Skifahren. Hab auf der Piste gejubelt, wie hier How I Met Your Mother Style, die Woo Girls. Hab da einen weggewut und hab mich einfach nur krass gefeiert dafür, dass ich endlich wieder Skifahren kann und darf. Das einfach nur genossen. Und ja, dafür war ich die ganze Zeit immer dankbar. Hab zwischendurch angehalten, kurz innegehalten, mich bedankt dafür, dass ich Skifahren kann. Ja, solche Momente, beziehungsweise dieses kurze Innehalten, das macht diese Momente wirklich so besonders. Weil durch dieses kurze Innehalten nimmst du die Situation wirklich richtig wahr. Durch dieses kurze Innehalten habe ich dann wieder gemerkt, was ich hier eigentlich gerade mache, wo ich mich eigentlich gerade befinde, was ich für ein Glück habe, dieses Panorama gerade zu genießen. Dass ich stehen bleibe, mir das angucke, mal ein paar Mal durchatme
und mich dafür bedanke. Und diese Kombination aus Innehalten, Dankbarkeit, wirklich Dasein, das schenkt dir extrem viel gute Energie, extrem viel innere Ruhe und ich kann es schwer beschreiben, das ist mehr so ein Gefühl. Und deswegen hat das auch gestern so extrem gut getan, weil bezogen auf dieses Gedankenchaos, wenn sich irgendwie alles so ein bisschen dreht und du nicht so wirklich da rauskommst, dann helfen dir solche Erfahrungen, solche Momente, so ein bewusstes Wahrnehmen in der schönen Natur, hilft dir, aus diesem Gedankenchaos rauszukommen und Klarheit für dich zu gewinnen. Das ist eine Erfahrung, die super schön ist und die einfach extrem gut tut und was ich dir hier gerne mitgeben möchte. Und ja, ich möchte diese Folge heute gar nicht zu sehr in die Länge ziehen, sondern wollte dir das einfach gerne mit dir teilen. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Sonne im Gesicht, werde vielleicht hier gleich noch eine kleine Meditation machen, vielleicht noch ein bisschen hier am See spazieren gehen, genieße hier noch das Bergpanorama im Hintergrund, die frische Seeluft. Das ist einfach herrlich. Ich glaube, ich werde dir in den nächsten Wochen auf jeden Fall entweder hier in dem Spot oder in den Bergen die Podcast-Folgen ein bisschen Freestyle wie gewohnt aufnehmen, dass ich einfach so Gedanke teile. Du siehst jetzt, ich habe hier gerade irgendwie kein Skript oder irgendeinen Teleprompter stehen, wo ich irgendwas ablese, sondern ich teile dir einfach meine Gedanken, meine Gefühle so, wie sie mir gerade durch den Kopf gehen. Und ich saß hier gerade in der Sonne so eine halbe Stunde ungefähr und habe die Kulisse hier einfach auf mich wirken lassen. Und da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, dass ich dir gerne dazu jetzt dieses Video bzw. diese Podcast-Folge aufnehmen möchte. Und ich hoffe, du konntest hier 1, 2 Gedanken für dich mitnehmen. Konntest aus dieser Podcast-Folge ein bisschen Energie mitnehmen für dich und probierst vielleicht das mal aus in dieser Woche. Du hast dich an die Hausaufgabe oder du erinnerst dich vielleicht noch an die Hausaufgabe. Probier das wirklich mal aus und gib mir gerne ein bisschen Feedback dazu. Unter dem neuen Post bei Instagram, per Direktnachricht oder hier in den Kommentaren. Wenn du die Folge gerne mit Video schauen möchtest, dann lade ich dir das auch bei YouTube hoch. Da kannst du die herrliche Kulisse hier am Simsee begutachten und lass mich mal gerne wissen, wie das so für dich funktioniert. Ob dir das leicht fällt, nur in diesem Moment zu sein und die Kulisse so auf dich wirken zu lassen. Jetzt anders gesagt, wir vereinfachen das. Fällt es dir leicht, einfach zu sitzen, einfach zu stehen, einfach zu fahren, einfach zu liegen und einfach zu genießen? Oder driftest du auch immer wieder hin und her und bist eher so der Multitasking-Typ und dir fällt es schwer, dich nur auf eine Sache zu konzentrieren und die dafür richtig gut zu machen und diese Sache einfach zu genießen, die Kulisse in dir aufzunehmen? Wie machst du das für dich? Das ist meine Frage an dich und ich freue mich auf deine Antwort. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Atme jetzt hier noch ein paar Mal durch und freue mich schon auf den nächsten Gedankenaustausch mit dir. Bin mal gespannt, an welcher Kulisse wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Genieß die Woche, genieß deine Ausflüge in die Natur und ich freue mich auf dein Feedback. Danke, dass du diesen Moment hier mit mir geteilt hast und viel Energie für dich. Happy Inside ist gleich straff Outside. Dein Niklas. Ciao, ciao. Peace.